herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde und wir machen wieder meinen Lieblings-Apfelkuchen und zwar für mich der weltbeste. Mit Pudding, ganz viel Äpfeln und Streuseln obendrauf. Aber am Anfang lasse ich es immer schön langsam angehen, da bereite ich erstmal die ganzen Sachen vor, wie zum Beispiel die Springform, da gebe ich Backpapier auf den Boden, aber noch nicht an den Rand, weil der kommt erst später ran. Warum? Seht ihr gleich. Weiter mischen wir das Backpulver mit dem Mehl und Zucker mit dem Vanillezucker. Das sind die Zutaten für den Mürbeteig. Aber natürlich noch nicht alle Zutaten für den Mürbeteig. Es fehlt noch die Butter, die geben wir jetzt in die Schüssel und schlagen sie cremig und später geben wir dann noch ein Ei hinzu. Gut, die Butter ist schön cremig, also geben wir jetzt die Zuckermischung hinzu und schlagen weiter alles schön cremig. Danach folgt dann das Ei und wieder schlagen wir alles kräftig durch, bevor wir dann das Mehl hinzugeben. Natürlich geht das alles viel schneller von der Hand, wenn die Butter vorher schön weich war. Tja, was für Mehl bevorzuge ich hier? Also meistens nehme ich Dinkelmehl Typ 630. Aber ihr könnt natürlich auch Weizenmehl nehmen. Das könnt ihr so machen, wie ihr wollt. Und wenn der Teig nicht so richtig zusammenfinden möchte, dann gebe ich einfach ein paar Spritzer Milch hinzu. Nur ein paar, das reicht vollkommen. Und dann findet der Teig zueinander zu einem schönen runden Boller. Gut, zur Kugel wird er natürlich erst dann, wenn wir die Hand dazu nehmen. Und wenn es soweit ist, geben wir jetzt dann einen Teller drauf und stellen ihn in den Kühlschrank. Optimal wären so eine Stunde. Aber wir können natürlich die Zeit nutzen, indem wir zum Beispiel eine Zitrone auspressen. Diesen Zitronensaft benötigen wir nachher noch für die geschälten Äpfel, dass die nicht vorschnell braun werden. Aber wenn jetzt dann die Zeit rum ist, dann bemehlen wir die Arbeitsfläche und geben 2/3 vom Mürbeteig auf die Arbeitsfläche drauf, weil aus diesem Teig machen wir jetzt den Boden. Das restliche Drittel vom Teig können wir wieder in den Kühlschrank zurücktun. Das brauchen wir erst später. Den Teig rollen wir dann so weit aus, dass er natürlich in die runde Backform passt. Und wenn er dann ein bisschen drüber steht, dann drücken wir ihn einfach in die Form hinein. So geschmeidig ist er noch. Wichtig ist, dass ihr den Ofen auf 180 Grad vorgeheizt habt. Und zwar nur Oberhitze. Wir wollen die Oberfläche vom Teig anbacken, damit nachher, wenn die Feuchtigkeit, sprich die Äpfel und der Pudding oben drauf kommen, dass der Teig nicht aufweicht. Am besten macht ihr den Kuchen dann rein in den Ofen, wenn der Ofen noch nicht ganz die 180 Grad erreicht hat. Dann strahlt er noch von oben runter mit der Hitze und so ist es dann perfekt. Jetzt können wir auch Backpapier an den Rand kleben und dann den restlichen Teig herausnehmen und mit diesem Teig dann den Rand gestalten. Gut, die Ofenform ist derweil jetzt schon mal vorbereitet. Jetzt kümmern wir uns um die Äpfel. Die schälen und entkernen wir und dann schneiden wir sie klein und geben sie in eine Schüssel. In diese Schüssel geben wir dann einen Teil vom Zitronensaft hinzu und etwas von dem Zucker schon, der da reinkommt. Jetzt haben wir Herbst, genau die richtige Zeit für die Apfelernte.
Manche Äpfel sehen derweil nicht so richtig schön aus, aber es spielt keine Rolle, der Geschmack ist das Wichtige. Und wenn wir dann von den herrlich schmeckenden Äpfeln insgesamt 1 Kilo zusammenbekommen, dann haben wir die Menge erreicht, die wir haben wollen. Und wie schon gesagt, wir wollen nicht, dass die Äpfel jetzt schon braun werden, deswegen geben wir Zitronensaft und einen Teil von den 80 Gramm Zucker hinzu. Also wir werden später die Äpfel kochen. Deswegen haben wir schon 2 Töpfe auf den Herd gestellt. Ja, warum denn 2 Töpfe? Weil wir im zweiten Topf gleichzeitig auch den Pudding kochen werden. Aber zuerst werden wir mit dem Kochen der Äpfel anfangen. Und sobald die Äpfel im Topf sind, geben wir den restlichen Zucker auch noch hinzu. Wir lassen die Äpfel so circa für 10 Minuten lang kochen. Die Äpfel sollten natürlich schon ein bisschen weich werden, aber es soll kein Apfelbrei entstehen. Ganz wichtig. Und wir geben noch was ganz Feines hinzu, nämlich 40 Gramm Butter. Gleich nach wenden wir uns dem Pudding zu, indem wir einen Teil von der Milch schon in den Kochtopf geben und einen kleinen Teil in eine Schüssel. In der kleinen Schüssel rühren wir dann das Puddingpulver an, während wir die Milch im großen Kochtopf schon mal zum Kochen bringen. Aber dabei dürfen wir natürlich die Äpfel nicht vergessen, die müssen wir immer wieder mal umrühren. Während die Milch nun sich im Kochtopf erhitzt, können wir schon mal auch hier den Zucker hinzugeben. Wichtig wäre es natürlich, die Milch auch immer wieder umzurühren, dass die Milch unten am Kochtopfboden nicht anbrennt. Im Kochtopf mit den Äpfeln, da entsteht richtig viel Apfelsaft. Und den müssen wir jetzt noch binden und deswegen rühren wir 25 Gramm Stärke mit ein bisschen Wasser an. Sobald sich die Stärke aufgelöst hat, geben wir sie zu den kochenden Äpfeln hinzu. Wir müssen natürlich sofort umrühren, damit sich die Stärke schön verteilt und dann auch gleich das Ganze bindet. Natürlich dürfen wir die Milch nicht vergessen. Die müssen wir auch umrühren. Und wenn dann die Milch kocht, geben wir das Puddingpulver, das angerührte Puddingpulver hinzu. Nochmal zur Erinnerung, ich habe 60 Gramm Zucker hinzugegeben zu der Milch, damit natürlich der Pudding natürlich auch eine gewisse Süße hat. Und wenn dann die Milch kocht, muss es schnell gehen. Da geben wir dann gleich das angerührte Puddingpulver hinzu und rühren das Ganze gut durch. Natürlich kochen wir das Ganze noch kurz, bevor wir dann das Ganze abschalten. Und da müsst ihr richtig vorsichtig sein. Der Pudding darf nicht anbrennen. Das wäre jetzt auch schon mal die Zeit, an den Ofen zu denken und den Ofen vorzuheizen. Aber eine Sache haben wir noch gar nicht begonnen und das sind die Streuseln. Und für die Streuseln mischen wir Vanillezucker mit Zucker und geben weiche Butter in eine Rührschüssel. Wäre natürlich super, wenn die Butter richtig schön weich wäre, weil dann können wir sie richtig schön cremig schlagen. Danach geben wir die Zuckermischung hinzu und rühren weiter kräftig durch. So, und dann kommt das Mehl hinzu und wir rühren dann so lange durch, bis die Streusel entstehen. Aber dann hören wir auf, weil wir wollen ja kein Teigbolle haben. Nochmal zur Erinnerung, der Teig und die Äpfel sind noch auf dem Herd und kühlen leicht ab. Aber wir wollen nicht, dass sie komplett abkühlen, weil ich möchte nämlich, dass sie heiß bleiben. Wir haben den Teig vorgebacken und somit kann ich nachher den Pudding und die Äpfel heiß auf dem Mürbeteig geben. So spare ich mir nachher Backzeit. Okay, jetzt ist es soweit. Jetzt geben wir den Pudding auf den Mürbeteig, verteilen ihn ganz leicht und geben dann auf den Pudding die Äpfel.
Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Warum? Die Äpfel sind schwer und der Pudding ist noch recht flüssig. Und wir möchten ja nicht, dass es den Pudding jetzt seitlich nach oben hochdrückt. Das sollten wir vermeiden. Natürlich glätten wir dann auch die Äpfel, weil auf die Äpfel kommen ja dann noch die Streusel drauf. Wenn ich natürlich jetzt schon zu große Streuseln erwische, dann zermürbe ich die noch mit den Fingern. Jetzt endlich geht's ab in den Ofen. Den Ofen haben wir auf 175 Grad vorgeheizt und darin verbleibt der Kuchen dann für 55 Minuten. Wie schon gesagt, der Pudding und die Äpfel, die waren noch heiß und deswegen kann ich Backzeit einfach einsparen. Und ich muss echt sagen, der Kuchen ist mir wieder richtig gut gelungen. Der hat eine richtig schöne Farbe angenommen. So, dann lassen wir jetzt natürlich den Kuchen abkühlen, am besten über Nacht im Kühlschrank. Und danach befreien wir ihn vom Backpapier und von der Backform. Ja, dann wird es auch mal so richtig spannend. Dann schneiden wir den Kuchen an und genehmigen uns ein schönes Stück von diesem herrlich leckeren Kuchen. Ja, was für ein wundervolles Stück. Und auch schön, dass er die Form behält. Ja, und dann probieren wir ihn natürlich. Und jetzt sind wir auch wieder dabei beim Probieren und somit sind wir am Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert doch mal diesen herrlich leckeren Kuchen nachzubacken und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein würdet. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bleibt am Ball.